Hala Madrid, Freunde, willkommen zurück. Ja, heute möchte ich mal über dieses Spiel Bayern München gegen Paris noch mal reden und Arsenal London gegen Atletico. Und kommt Toni Kroos jetzt oder nicht? Was halte ich davon? Die Gerüchte werden ja immer, sage ich mal, dichter, dass Toni Kroos zurückkommt. Und was wird er dort machen? Wird er mit Jürgen Klopp was machen? Wird er mit Mourinho was machen? Wird er Sportdirektor et cetera pp. Da wollen wir mal drüber sprechen. Schön, dass ihr aber da wieder dabei seid. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Wir sind Richtung 4.000 Follower. Der Kanal ist noch nicht so lange am Start. Das freut mich natürlich. Also schön, dass ihr dabei seid und diesen Kanal unterstützt. Ja, und jetzt wollen wir mal reingehen und wollen mal ein bisschen gucken. Ja, Toni Kroos oder wollen wir mit den FC Bayern anfangen? Nein, wir fangen mal mit Toni Kroos an. Genau. Wir fangen mit Toni Kroos an und ja, Toni Kroos könnte wahrscheinlich wieder zurückkommen. Was ich da erstmal von halte, ist, ich finde es sehr positiv, weil ich immer an Toni Kroos festgehalten habe und immer ihn gut fand. Ich fand ihn aber auch schon bei Bayern gut und da hat man das ja nicht wirklich sein Talent gesehen. Das hat Uli Hoeneß ja nachhinein, sag ich mal, zugegeben, dass das nicht gut war, aber und man konnte sehen, was er drauf hat. Und ein Deutscher, der in Spanien so gefeiert bei der Abschiedsfeier und überhaupt, da kann man sehen, was für 'n Stellenwert Toni hat. Und ich würde es cool finden, wenn er zurückkommt und er hat jetzt wohl 'n Angebot bekommen, ein näheres. Selbst Perez ist, damit einverstanden und so weiter und so fort. Und wo es natürlich genau hingeht, ist natürlich noch nicht jetzt 100% fest. Wahrscheinlich im sportlichen Bereich, Sportdirektor, keine Ahnung. Das würde ich natürlich interessant finden. Und er hat so ein bisschen Mitspracherecht, eventuell mit den Trainer, Mitspielern und so weiter. Ich finde, auch wenn das so wirklich so kommen sollte, das ist ja immer noch alles noch nicht durch, dann würde ich das positiv sehen, wirklich. Und weil er war einfach ein Spieler und er kennt Real Madrid und ich finde einfach, es passt einfach. Ich bin der Meinung, das sollte dann auch so gehandhabt werden. Mit Mourinho muss man sehen, wie er sich natürlich mit Mourinho versteht, weil angeblich Perez Mourinho haben möchte. Das ist auch noch mal 'n anderes Thema. Da bin ich auch noch nicht darauf eingegangen. Vielleicht werde ich das mit 'n Extra-Video mal machen. Und K ja, Klopp wäre natürlich viel nicer. Also gut, weiß ich ja nicht. Vielleicht kann Kroos auch besser mit Mourinho, das wissen wir ja alle nicht und mit Klopp eher nicht. Das keine Ahnung, aber mit Klopp wäre natürlich richtig genial, wenn da 2 Deutsche, sage ich mal, Real Madrid aufräumen, würde ich mal fast behaupten, weil das, wäre Zeit und das ist lange her und wo er ja, wie ihr seht, war noch richtig jung. Na ja, ist ja immer noch jung, ne? Wo unter Vertrag genommen worden ist und so weiter. Toni Kroos ist schon gut. Ich hoffe, das klappt auch. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es klappen wird. Und aber dass er jetzt gleich vorweg auch meine Meinung ist, dass er nicht einen Trainer macht oder dass er da auch nicht als Co-Trainer arbeitet, das wird er sich nicht antun, das wird er auch nicht machen, aber er wird Einfluss haben, er wird mitsprechen und so weiter und wird bestimmt eine gute Aufgabe, denke ich mal, im Verein bekommen. Und ich bin auch der Meinung, das sollte oder das steht auch ein Toni Kroos zu und, ja, warum eigentlich auch nicht? Ja, Fakt ist, ich würde es feiern. Die Frage ist, das soll ja bald auch, glaube ich, über die Bühne gehen. I don't know. Wir werden sehen. Es gibt natürlich Quellen, 1, 2, 3 Stück, die gut sind, aber auch dann oder da warte ich ab, immer bis es dann eigentlich auch 100% ist, weil man weiß nie, man weiß nie. Ja, auf jeden Fall wird es Zeit, dass aufgeräumt wird von A bis Z. Ja, ich weiß, dass wir noch ein Spiel haben und dann noch ein Spiel und noch ein Spiel. Ist es eigentlich schlimm genug? Eigentlich wäre ich ja oder wäre mir das lieb, wenn die Saison schon zu Ende wäre, aber nein, wir müssen uns tatsächlich noch ein paar Spiele antun mit wenigen Spielen und so weiter und so fort. Aber ja, wir wollen mal denn auf guten Fußball. Das hört sich hart an. Wollen wir mal kurz eingehen. Und zwar, Bayern hat 5-4 verloren. Aber ganz ehrlich, sie haben eine sehr, sehr gute Chance im Rückspiel, weil Bayern in München in der Allianz Arena anders auftreten wird. Ich glaube auch nicht, dass da Paris 5 Dinger macht, obwohl ich das gesagt habe. Ich habe das vorweg gesagt. Bayern hat Paris kommen lassen auf einmal. Und dann ist diese Mannschaft gefährlich. Sie ist einfach gefährlich
Und ich muss sagen, 5:4, das ist 'n heftiges Spiel gewesen. 9 Tore und das ist Halbfinale. Das kann man jetzt heftig finden, man kann's aber auch 'n bisschen merkwürdig finden. Das sind 2 Mannschaften, die sind ins Halbfinale gekommen und einer lässt 5 Dinger rein und der andere 4. Wenn man sich das mal überlegt, ist das schon 'n bisschen heftig, ne? Aber es war 'n tolles Spiel und das Spiel gestern zwischen Atletico Madrid und Arsenal London, da habe ich jetzt leider keine, Grafik für, 1:1, ja, also es war jetzt nicht unbedingt, so ein zu langweiliges Spiel, nein, aber ich muss sagen, dass, ich habe es mir fast gedacht, weil Atletico ist schwer zu spielen. Atletico kann sich hinten reinstellen auch und so weiter. Und dann sind das auch 2 Elfmeter gewesen. Also, ich denke einfach, wie ich das aber auch schon am Anfang gemeint und gesagt habe, ich sage ganz klar, dass die ist das die linke oder rechte Seite, ist egal. Champions League wieder Sieger wird Bayern oder Paris werden. Die anderen Mannschaften haben, glaube ich, meines Erachtens keine Chance. Obwohl Atletico spielt dann auch wieder anders gegen Paris und sie werden auch anders gegen Bayern spielen. Es wird schwierig werden, ja, aber gucken wir mal. Also, es waren sehr geniale Spiele, muss ich sagen, vor allem, wie gesagt, Paris gegen Bayern. Und ich bin wirklich gespannt in Rückspiel, was Bayern dort macht. Und das ist also, wenn das die Zukunft ist von Fußball, dann sind wir, Real Madrid, ah, weit entfernt, Freunde. Das k gut. Auf einer Hinsicht muss man das auch mal so sehen: Wir haben Bayern im Griff gehabt, ne? Und mit Courtois bin ich immer noch der Meinung, hätten wir sie sogar geschlagen. So, und dann muss man sich überlegen, wo stehen wir eigentlich? Aber das kannst du nicht als Beispiel nehmen, weil da haben wir einfach mal Gas gegeben und der Rest ist einfach Schrott. Vor allen Dingen weiß ich nicht, warum man in der Champions League so spielt und in der Liga dann absolut ein absolut, Krampf spielt. Das ist das, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Und, es muss sich einiges tun und das weiß ein Kroos, das weiß ein Klopp, das weiß ein Mourinho und so weiter. Und egal, wer jetzt kommt, ich glaube, es wird auf Mourinho und Klopp rauslaufen. Ich glaube nicht, dass da auf einmal ein anderer im Fokus steht. Das ist meine Meinung. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Perez möchte, ähm, Mourinho haben. Ich weiß auch nicht, jetzt gehe ich doch ein bisschen drauf ein. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, noch Mourinho zurückzuholen. Ich weiß auch, ein Kumpel von mir ist nicht begeistert. Der war immer ein großer Mourinho-Fan, aber er lässt anders spielen. Er lässt nicht mehr so spielen wie früher. Und das kann auch wieder nach hinten losgehen und dann ist das wieder ein Gejuckel, ein Geeier und absolut I don't know. Wir müssen Powerfußball wieder spielen. Wir müssen schön Fußball spielen. Aber das Xabi Alonso kann das, aber das wollten die Spieler nicht. Und ich sage euch eins, Xabi Alonso wird zu Liverpool gehen. 100 pro. 99%. Und da werdet ihr sehen, dass das funktionieren wird. Nur bei uns wieder nicht. Weil unsere Egos da und so weiter einfach, ja, ich habe keine Ahnung, wie keine Lust haben und so weiter und so fort. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, Hala Madrid, verlinkt dieses Video, sendet dieses Video weiter oder diesen Kanal. Und wenn ihr mir noch nicht folgt, macht das jetzt. Es kommen immer jeden Tag einige dazu, das freut mich, damit wir, ja, ich muss ja jetzt sagen, die 4.000 Follower erreichen. Das ist erstmal der nächste Schritt. Und ja, schaut gern meine Videos weiter. Und dann würde ich sagen, Hala Madrid. Übrigens, wer das noch nicht weiß, ich bin seit über 30 Jahren Real Madrid-Fan. Und hier geht es einfach, hier gibt's Real Talk, Tacheles, schnell und unkompliziert. Also Hala Madrid, Freunde, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.